So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal wieder eine Lokvorstellung. Und zwar, ich tue mal die Verpackung aus dieser Tüte raus. Es handelt sich um den Regio Shuttle RS1 Baureihe 650 von Märklin mit der Nummer 36965. Und da würde ich auch gar nicht viel Zeit verlieren. Deswegen lass uns doch einfach mal gemeinsam den Zug auspacken. Sieht nämlich schon alles sehr, sehr vielversprechend aus. Und dann tun wir mal die Verpackung hier mal ein bisschen zur Seite. Hier oben nochmal Ansteckteile, beziehungsweise, das ist dann die Kupplung für die Mehrfachtraktion, sieht man hier. Ich hoffe, das kann man erkennen, der schwarze. Und dann hier nochmal dementsprechend wahrscheinlich offene Blenden. Das können wir mal zur Seite tun. Mal vorsichtig auspacken. Auch die Verpackung noch mal ein bisschen mehr zur Seite. So, und da haben wir doch den schönen Zug bereits. Ja, cool. Also erstmal natürlich dann top. Also ich war sehr überrascht vom Preis vor allen Dingen auch. Also ich habe 210 € bezahlt. Von dem her echt cool. Da schon alleine vom Preislichen her. Man merkt, der Zug ist auch sehr leicht. Also im Gegensatz zu den anderen Sachen oder anderen Modellen, er ist wirklich diesmal sehr, sehr leicht. Muss aber auch jetzt nichts ziehen können. Von dem her ist es für mich jetzt nicht das Thema. Und er ist, jetzt können wir mal gucken von der Bedruckung her. Wir haben Herrenberg, also im Stuttgarter Raum wohl tätig. Auch vorne 650020. Und hier ist jetzt die geschlossene Front, wie man hier sieht. Und jetzt ist es nämlich dann, was ich genau auch vorher richtig so gesagt habe, sind die offenen Blenden eben für die Mehrfachtraktion. Da kommen wir nachher noch zu sprechen. Oben die Auspuffe. Als 218er Fan würde ich Hutze sagen, aber ich glaube, das ist in dem Fall falsch. Klimaanlagen. Soll ja auch eine Innenbeleuchtung haben, soweit ich weiß. Von dem her bin ich da auch sehr gespannt, wie das nachher auf der Anlage ausschaut. Und sonst hier ganz normal Schleifer. Hier Drehgestell, was da angetrieben ist. Man sieht dann hier die, ich hoffe, das kann man sehen. Doch, jetzt sieht man es hier, die Welle. Also es wird dann hier irgendwo Mittelmotor sein. Hier sieht man dann auch dann den, oder das Mittelmotor halt einen Schneckenwellenantrieb und dann hier den Lautsprecher. Wegen Sound hat die Lok oder der Zug auch. Deswegen echt top. Genau, mit dem Thema Doppeltraktion habe ich mir gesagt, weil ein Zug oder, sozusagen kommt selten allein. Ich will auch diese Doppeltraktion testen. Deswegen habe ich auch direkt nochmal eine zweite Variante gekauft. Also von dem her, kannst du auch mal auspacken. Also hier auch nochmal das gleiche nochmal in Rot. Weil ich will dann wirklich diese Doppeltraktion mal testen. Also das, klar, man muss die separat anlegen, entweder gemeinsame Adresse dementsprechend vergeben oder halt einzelne und quasi dann über, also die PC steuern oder vielleicht eine größere Zentrale haben, die können natürlich dann auch dann verschiedene Adressen auch zusammenfassen, dass es ein Zug wird. Dann kann man jeden Zugteil quasi einzeln schalten, also gerade mit Spitzensignal auf der einen Seite aus und Schlusslichter aus etc. Aber das werde ich dann im Fahrvideo euch dann mal zeigen mit der kleinen Geschichte.
Jetzt sind wir erstmal alle gespannt, wie sieht denn das Ganze von innen aus. Und da schauen wir mal in die Betriebsanleitung. So, da haben wir nämlich jetzt hier den Dieseltriebwagen. Können wir mal kurz die Funktion auch angucken. Wie gesagt, die gibt es nachher im Video auch. Für 210 € eine Soundlock, alles so weiter, mit Innenbeleuchtung. Ihr seht es auch hier, also fand ich echt, finde ich cool, bin ich ehrlich. Dann haben wir hinten, wie immer, zum Beispiel kann man jetzt hier die Doppeltraktion dementsprechend dann, oder Mehrfachtraktion, dann den Zug umbauen, eben mit der starren Kupplung. Aber das ist jetzt auch sogar erstmal soweit egal. Für uns ist es jetzt erstmal spannend, wie wir nämlich den Zug aufbekommen. Und da sieht man schon, hier, wir müssen den an der Seite hier aufziehen und dann kann man den aufbauen. Ich würde sagen, das machen wir mal. Und dafür würde ich sagen, nehmen wir mal unsere wenig benutzte, ultra saubere Lokliege und dann gucken wir mal. Ich will es nicht kaputt machen. So, eine Seite haben wir hier schon mal. So, hier auch noch mal. So. Schau mal, nicht, dass jetzt da irgendwas dranhängt. Ah, guck mal, da hängen schon die Schläuche dran. Jetzt mal gucken, was sich da verhakt. So, jetzt haben wir es. Ich habe noch mal eben einen kleiner Tipp für euch. Das steht nicht in der Anleitung. Diese, ich glaube, das sieht man jetzt nicht. Diese seitlichen Schläuche, die sind hier an dem Puffer festgemacht. Genauso auf der anderen Seite. Die vorher lösen. Der Vorteil ist aber, das ist jetzt biegsamer Kunststoff, bricht es nicht ab. Ich habe jetzt ja auch ein bisschen das Gehäuse hochgelupft, das ist überhaupt kein Thema. Macht es ab, weil sonst kriegt ihr das Ganze nicht auf. Und da haben wir nämlich dann schon das schöne Innenleben. So, also deswegen nur als kleiner Tipp. Genau. Also, wir haben viel Platz für kleine Preiselines. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann den Zug da auch dementsprechend dann bestücken darf. Oben ganz normal unser Decoder in Stördrosseln. Schaue ich mal hier für den Motor der Abgriff und für Schleifer sowie Masse wohl. Hier oben ist nochmal eine Lampe dementsprechend, hier auch. Hier ist auch wahrscheinlich nochmal für Schleifer. Also hier wahrscheinlich ist nochmal Schleifer und Masse auch nochmal. Jetzt muss man gerade mal gucken. Obwohl jetzt hier Rot-Weiß kommt, das könnte aber auch für ein... nee, SP plus minus steht wahrscheinlich steht für Speaker, weil hier ist nämlich jetzt auch Rot-Schwarz für den Lautsprecher unten. Normalerweise merkt ihn immer zweimal weißes Kabel, deswegen sehr interessant, deswegen war ich ganz kurz nur verwirrt, aber das macht auch nichts. Ja, dann haben wir hier Lokführerstand mit eben den weißen und ja, das weiße Spitz, also weiße Lichter und rote Schlusslicht, genau so rum. Die werden auch hier abgegriffen, wohl genauso auch, also hier für Schlusslicht und Spitzenlicht und hier auch nochmal. Wollen wir gerade mal gucken. Genau, jedes einzeln. Dann kann ich jetzt natürlich nicht sagen, welches was ist. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Also hier. Und genauso auch auf der anderen Seite. Hier und hier. Und da sieht man jetzt hier die Platine, wo die ganzen Kabel dann sind. Genau. Der Motor wird dann unter diesem Block hier sein.
weil eben, wie gesagt, die Kardanwelle hier reingeht. Das kann man wahrscheinlich hier so rausklipsen, sieht mir so danach aus. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich würde es jetzt ungern nochmal weiter zerlegen. Aber ja, sieht doch wieder aufgeräumt aus, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, ich bin nur erstaunt. Es ist diesmal sehr, sehr leicht, beziehungsweise natürlich um den Motor rum, da ist natürlich jetzt wieder Gewicht drauf, das ist in Ordnung. Haftreifen hat er vorne 2, aber das wird auch reichen. Also wie gesagt, der Triebwagen ist leicht, da braucht man jetzt keine Zugkraft. Und in der Regel, sowas hat ja auch kein Wagen dran, bin ich völlig d'accord mit. Und ja, also ich muss sagen, sieht doch sehr solide aus. Bin sehr gespannt, wie es auf der Anlage aussieht, besonders wie gesagt mit dieser Doppeltraktion. Und gut, ihr wisst ja, ich baue die Züge immer auf E-Kupplung um. Das heißt, damit von dem einen Wagen dann quasi in den anderen auch Strom befördert werden kann. Das heißt, da werde ich natürlich da ein bisschen rumlöten. Nicht jetzt, nicht für das Video, aber in Zukunft, weil das ist nämlich ein idealer Zug für die Bergstrecke. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, hole ich mir den auch in zweifacher Ausführung, eben um zweimal Strom zu haben, zweimal Schleifer für besseres Fahrverhalten. Was ich generell immer mache, egal ob Pufferkondensator oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und einfach, weil ich mir es sehr gemütlich vorstellen kann, oben am Dorfbahnhof, wenn der Zug in Doppeltraktion dann schön vorbeifährt und da anhält, auch abends mit Innenbeleuchtung. Top, wirklich. Dann, in diesem Sinne, ich bastel mal wieder hier den Zug zusammen und dann geht's auf die Anlage und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Fahrvideo und macht es gut dann, gell? Tschüss!